Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Willkommen hier aus dem wunderbar sonnigen Mattighofen in Oberösterreich. Wir sind hier quasi im Zentrum, im Epizentrum des KTM-Universums. Aber heute, glaube ich, durchaus interessant für alle Motorradfahrer, weil wir schauen uns in der KTM Motorhall hier in Mattighofen an, wie funktioniert eigentlich so eine Motorradgabel. Weil nicht immer ist alles so sonnig und optimistisch, frohlockend, leibend. Es gibt auch die bösen Schlaglöcher draußen am Asphalt oder diffizile Situationen beim Motorradfahren. Und da muss uns die Gabel immer wieder aus der Bredouille helfen. Wie sie das macht, erklärt uns die KTM-Crew, die KTM-Entwickler in der KTM Motorhall. Also dieses Fahrwerk ist natürlich auch für mich ein wahnsinnig spanisches Dorf, weil am Ende ist es unglaublich schwierig in Worte zu fassen und es schaffen manche Fahrwerke ein Vertrauen fürs Vorderrad dir zu geben und manche schaffen es nicht. Und dann ist es für mich nicht möglich in Worte zu fassen, warum vertraue ich diesem Vorderrad jetzt nicht am Kurveneingang. Und das ist die große Kunst einer guten Vorderradführung, dass sie dir so viel mitteilt, was du wissen musst, aber nicht mehr, als du wissen sollst. Weil wenn du zu viel spürst, dann, was ist da komisch, das ist ja so rau, das kann nicht funktionieren. Und wenn du nicht spürst, traust du dich auch nicht umlegen. Also das muss unglaublich schwer sein, hier die Balance zu finden, nur das richtige Maß an Feedback zu geben und gleichzeitig aber natürlich auch diese Funktion des Fahrwerks aufrechtzuerhalten, dieser Bodenkontakt, diese Dämpfung, und dieses Maß an Informationen, was weitergegeben wird. Das ist unglaublich komplex und ich kann es bis heute nicht in Worte fassen, warum habe ich jetzt dieses Vertrauen, warum habe ich es nicht. Das geht manchmal schlicht und ergreifend nicht. Also ich erwarte einfach, dass sie erstens keine Fissematenzen macht, dass sie nicht auf einmal stuckert oder irgendwie Unruhe ins Fahrwerk bringt durch ein gewisses Eigenleben, das ich nicht will oder kontrollieren kann. Und dann erwarte ich einfach eine sanfte Herangehensweise, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, weil das impliziert vielleicht ein bisschen ein softes Fahrwerk. Nein, es darf für mich ruhig straff sein. Ich habe ja gern, dass sportlich funktioniert, aber es soll trotzdem so viel dämpfen und federn, dass alles noch ohne arge Nervosität über die Bühne geht. Und das sieht man zum Beispiel irrsinnig gut, wenn man so eine Honda CBX hernimmt. 6-Zylinder Honda, das war damals das ultimative Fahrzeug. Da haben wir alle geglaubt, na gut, das ist ein Wahnsinn. Vielleicht kann man es sich einmal leisten, ganz großartig. Nur das hat drinnen gehabt, echte Zahnstochergabel. Also das waren Zahnstocher, die da gegangen sind. Das war ein 6-Zylinder, ich weiß nicht, was gehabt hat, 100 PS oder so, aber wirklich eine schwere Maschine auch. Und solche Zahnstochergabeln, und das ist natürlich fürchterlich gewesen. Das ist beim Ankern, Bremse ist nicht gegangen, aber so eine Gabel, die verbirgt es natürlich mörderisch. Die verbirgt es mörderisch und das kann dann natürlich nicht mehr stabil sein. Und die Gabel, weil ich das vorher dem Federbein so wahnsinnig viel Bedeutung zugemessen habe, die Gabel ist schon wichtig. Die Gabel ist natürlich sehr wichtig, aber ich glaube, das Federbein ist wichtiger. Das System ist, sage ich mal, relativ simpel aufgebaut im Gegensatz zu anderen Systemen. Das heißt, ich habe eigentlich relativ wenig Komponenten. Ich habe auch eine sehr direkte Verbindung, sage ich mal, zwischen Rad und Lenker. Das heißt, das Feedback, was natürlich auch für den Fahrer sehr wichtig ist, das heißt, dass er spürt, was macht mein Motorrad, wie ist gerade der Untergrund beschaffen, ist natürlich auch besser, sage ich mal, je direkter die Verbindung ist. Es ist auch eine relativ leichte Ausführung der vorderen Radführung. Das sind, sage ich mal, die Vorteile. Nachteile, ob man es so nennen will oder nicht, ist natürlich zum Beispiel, dass ich beim Bremsen halt vorne eintauche. Das ist einfach konzeptbedingt so und kann auch nicht geändert oder beeinflusst werden, rein von der Geometrie her. Für manche Fahrer mögen halt einfach dieses Abtauchen vorne nicht, dieses schnelle Abtauchen, weil dann das Gefühl haben, eventuell schon, sage ich mal, eher in den Richtung Stoppie oder in den Überschlag zu kommen. Andere Fahrer mögen es, weil es halt einfach, sage ich mal, das Feedback verbessert und wie gesagt auch die Geometrie in die Richtung verschiebt, die man eventuell haben möchte. Wenn man dieses Ganze
nicht haben möchte, zum Beispiel auch dieses tiefe Eintauchen, gibt es noch andere Systeme, wo ich halt durch eine geeignete Anordnung von Bauteilen und Lenkern sozusagen das Eintauchen verhindern kann. Das ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, die Gabel ist halt das, was das Vorderrad an der Front führt, und wir wissen ja, das sind zwei so handtellergroße Auflageflächen, und die eine handtellergroße Auflagefläche wird von der Gabel vorne oder von dem System, das vorne dran ist, gefedert und gedämpft, und man will natürlich den Fahrbahnkontakt möglichst lange aufrechterhalten bzw. möglichst wenig verlieren. Und dann ist es schon sehr wichtig, dass diese Gabel an der Front eben gut dämpft und federt und in einem Zusammenspiel das alles richtig macht, so dass halt dann der Grip immer da ist. Wenn man ihn braucht, wenn man mit einem Vorderradl gern rutscht, dann wird es einem mehr wurscht sein. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass immer Grip da ist. Ja, es taugt uns natürlich gewaltig, dass sich so viele Leute von euch all diese Folgen dieser Serie hintereinander ansehen. Und jetzt haben wir aber einige Gäste oder Zuseher, die sich nur einzelne Folgen rauspicken. Da müssen wir jetzt aufpassen bei den beiden Folgen, jetzt Folge 3 und Folge 4. Folge 3 Federbein, Folge 4 Gabel. Da haben wir die Herausforderung, dass die Basics, Zug und Druckstufe, natürlich in beiden Folgen eigentlich gleich wären. Deswegen müssten wir euch bitten, dass euch diese Basics zum Thema Zug und Druckstufe in der vorigen Folge, in der Folge Nummer 3, anguckt. Die ist unten drunter verlinkt. Ja, da müssen wir das nicht nochmal für euch hier einblenden. Dämpfung wird so erzeugt, indem Öl durch einen gewissen Spalt, durch eine Drossel gedrückt wird, und diese Reibung vernichtet Energie oder setzt Energie in Wärme um. Das heißt, die Bewegungsenergie, die vorhanden ist, wird durch Öl in Wärme umgesetzt und soll damit kontrollieren, wie diese Aufbaubewegung oder wie die Bewegung ist. Im Grunde, das ist die ganze Dämpfung. Das Gabelöl hat vielfältige Aufgaben. Das ist zum einen natürlich das Dämpfen, das Schmieren. Es muss aber auch dafür sorgen, dass es natürlich kühlt in der Gabel. Bei der Entwicklung vom Gabelöl haben wir beispielsweise sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Gabelöl möglichst wenig schäumt, also dass sich kein Schaum oben auf dem Gabelöl bildet, weil das natürlich für Dämpfung nicht gut ist. Dass wir auch möglichst wenig Lufteintrag im Öl haben, beziehungsweise wenn Luft eingetragen wird, was ja passiert, wenn man Sprünge macht oder so, dass diese Luft, die im Öl ist, möglichst schnell wieder rausgeht. Weil da, wo Luft ist, kann man komprimieren, das heißt, da hast du keine Dämpfung. Also das sind so Eigenschaften, wo wir sehr viel Wert drauf gelegt haben. Und dann musst du natürlich aufpassen, dass ein Gabelöl thermisch stabil ist. Dass es scherstabil ist, weil klar, aufgrund gerade im Motocross-Bereich, aufgrund der Bewegung der Gabel, dass das Öl durch die Ventile fließt und so weiter, ist es natürlich hohen Belastungen ausgesetzt. Und aufgrund von Molekülstrukturen kannst du es schaffen, dass das Öl sehr scherstabil bleibt und thermisch auch sehr stabil bleibt. Das heißt, zum Ende von so einem Motocross-Rennen, dass du dann immer noch Dämpfung hast, dass das Öl nicht so heiß ist und so dünnflüssig wird, dass du dann im Grunde keine Wirkung mehr spürst. Also das ist auch eine Aufgabe von einem Gabelöl, die es erfüllen muss, halt über die Distanz so konstant wie möglich die Eigenschaften bieten zu können. Im kalten Zustand, wenn du das Motorrad kaufst oder anguckst und nur vorne ein bisschen drückst und hinten ein bisschen drückst, ich glaube nicht, dass du da allzu viel spüren wirst, weil dann im kalten Zustand ist selbst ein altes Gabelöl noch völlig okay. Das merkst du, sobald du fährst. Aber die Investition für einen Ölwechsel an der Gabel oder dem Stoßdämpfer, die ist jetzt nicht so hoch, weil die Ölmengen sind relativ gering. Ich würde, dadurch, dass du beim Offroad-Motorrad ja sowieso relativ kurzfristig einen Service machst, würde ich da einfach prophylaktischen Ölwechsel an den Komponenten des Fahrwerks gleich mitmachen. Das ist das Einfachste, dann ist man auf der sicheren Seite. Dann sieht man auch, was abfließt aus der Gabel, was für eine Farbe das hat. Und dann weißt du ganz genau, es war möglicherweise zu früh, aber das schadet dann auch nichts. Das ist nicht so schlimm.
Wir sprechen immer von einem Außenwerk, das heißt, wir haben eine Struktur, die die Belastungen aufnimmt. Im Normalfall bestehen das Außenrohr, Innenrohr und diese Achsanbindung, wo die Bremse drauf sitzt. Und dann gibt es das Innenleben, wie auch immer das Innenleben genau ausschaut. Das können offene Systeme sein, geschlossene Systeme sein, Luftsysteme sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten dann. Man sieht es da jetzt, da innen ist eine sogenannte Cartridge, die da jetzt aufgeschnitten ist. Das heißt, das ist das Dämpfrohr, wo die Dämpfung innen drin passiert. In dem Fall muss man es jetzt vielleicht ein bisschen wissen, ob das eine Open- oder eine Closed-Cartridge ist, weil diese Dichtung, die da eventuell wäre, sieht man ja gar nicht. Und die Öffnung von der Cartridge ist da unten drin jetzt versteckt, also das sieht man da nicht. Aber in dem Fall ist es eine Open-Cartridge-Kabel. Vielleicht unabhängig vom Dämpfsystem, was sieht man da jetzt? Man sieht die Struktur außen. Da reden wir im Normalfall immer von einem Außenrohr und von einem Innenrohr. Da wird auch sehr oft, sehr gerne mit Standrohr und Tauchrohr herumgeworfen. Ich persönlich bin von dem mittlerweile ganz weggegangen, weil das kommt immer zu Verwirrungen, was taucht jetzt ein, was steht. Also daher, Innenrohr ist das, was innen drin ist, Außenrohr ist das, was außen drin ist. Ganz einfach. Was man da jetzt in der Gabel drin sieht, ist ein Teil von der Feder, die sie in dieser Bauweise auf der Cartridge abstützt. Die Feder ist eben in Verwendung, um die Fahrhöhe, um die Fahrposition zu halten und um das Vorderrad wieder möglichst schnell am Boden zu haben und dadurch auch Grip zu haben. Wir haben in dem Fall eine sogenannte Negativfeder hier drinnen. Die Negativfeder arbeitet gegen die Hauptfeder und sorgt für ein gutes Ansprechverhalten. Das heißt, wie einfach lässt sich die Gabel, wenn sie ganz ausgefedert ist, wieder einfedern. Gibt es in unterschiedlichen Längen, hat auch sehr großes Abstimmungspotenzial und mit dieser Negativfeder kann ich meine Federkennlinie auch wieder beeinflussen. Wir sehen einen Einsteller am oberen Ende der Gabel. Ist im Normalfall das, was man auch jetzt beim Cockpit oder knapp neben dem Lenker sieht. Und ist im Grunde schon mal die erste Einstellmöglichkeit, die das sehr schnell und sehr einfach vornehmen kann. Da ist es so, man sieht hier unten den Hauptkolben, wieder mit seinen Shims oben drauf. Das heißt, der Kolben bewegt sich durch das Öl durch und zwingt das Öl, dass er durch den Kolben durchgedrückt wird und über die Shims wieder die Dämpfung erzeugt. Das heißt, der Dämpfspalt, der da erzeugt wird oder erst erzeugt werden muss, entsteht so, dass der Kolben einen Druck im Öl aufbaut und dann die Shims vom Kolben abgehoben werden. Da herunten sieht man das sogenannte Base Valve, auch sehr oft als Druckstufendämpfung, Druckstufenkolben bezeichnet. Das heißt, die Dämpfung wird im Grunde zwischen dem Hauptkolben und dem Base Valve Kolben erzeugt. Hier entsteht ein gewisser Druck, der sich aufbaut und wieder durch diese zwei Kolben gesteuert wird. Der Base Valve Kolben diesen Base Valve Kolben gibt es in verschiedenen Varianten. Das können sehr einfache Ausführungen sein, das heißt, das ist einfach ein Loch, ein Spalt, eine Drossel, die da ist. Oder aufwendigere Varianten, die wieder ein Kolben mit Form sind und mit Shims belegt ist, um die Dämpfung hier noch feiner, noch besser abstimmen zu können. Wir haben ja vorher gesagt, die Dämpfung wird erzeugt, indem Öl durch einen Spalt durchgedrückt wird. Dieser Spalt ist jetzt nicht einfach nur ein dummes Loch oder ein dummer Schlitz, wo das Öl durchgedrückt wird in den performanteren Anwendungen, sondern um diesen Spalt, sage ich jetzt mal, zu kontrollieren, kommen die sogenannten Shims zum Einsatz. Shims sind nichts anderes als Federscheiben, schauen sehr ähnlich einer ganz gewöhnlichen Beilagscheibe aus, nur um einiges dünner und sind sehr genau kontrolliert. Also die Dicke von den Shims geht von 0,1 mm bis
ca. 0,5 mm in 500 Schritten, bei uns zum Beispiel. Das heißt, wir haben 0,1, 0,15, 0,2 mm, um das mal so zu nennen, in verschiedensten Durchmessern, in verschiedensten Formen. Und mit Hilfe dieser Shims und der Anordnung der Shims wird jetzt dann das Fahrverhalten, ich sage mal, kreiert. Das ist dann die Aufgabe von einem Fahrwerksmechaniker, der diese Anordnung der Shims genau auf die Bedürfnisse vom Fahrzeug bzw. vom Fahrer abstimmt. Von der Struktur her ist es in weiten Teilen das Gleiche. Das heißt, der linke und der rechte Holm weitestgehend gleich. Von den Dämpfinnereien ist es unterschiedlich. Oder kann es unterschiedlich sein. Muss nicht, es kann unterschiedlich sein. Es gibt Varianten, wo nur auf einer Seite eine Feder drin ist. Es gibt Varianten, wo zwischen linken und rechten Holm zum Beispiel die Dämpfung unterschiedlich ist oder die Einstellvarianten unterschiedlich sind. Also da gibt es alle Varianten. Also in einer konventionellen Gabel bewirkt halt dieser Anteil an Luftpolster, der sich da noch befindet, mit diesem Luftpolster, mit diesem Volumen kann man quasi die Progressivität von der Gabel beeinflussen. Also sprich, gehe ich her und fülle mehr Öl rein, wird das Luftpolster kleiner, das heißt, die Gabel wird progressiver. Vereinfacht gesagt, sie schlägt dann weniger durch. Der Ramp-up, also das Endgefühl beim Durchfedern, wird ein härteres. Das ist eigentlich eine ganz schöne Abstimmungsmöglichkeit für einen Endkunden, der ein bisschen Öl mit an der Strecke hat und einfach sagt, okay, generell ist mir die Gabel ein bisschen zu weich gegen Ende, schlägt mir immer, ist eher auf der durchschlagenden Seite, mache ich 5 ml Öl rein in Schritten, mal 5 ml, wenn das nicht reicht, nochmal 10 ml und so kann man wunderbar auch als Endkunde sich da behelfen. Ja. Die Cartridge ist die Dämpfeinheit, ist das, wo eigentlich die Dämpfung passiert. Die besteht aus einem Dämpfrohr, die besteht aus einem Kolben, die besteht aus mehreren Kolben unter Umständen. Also das ist diese Dämpfeinheit, wo die Dämpfung passiert. Meistens in irgendeiner rohrförmigen Ausführung in ein Rohr reingesteckt. Ein Open Cartridge System ist ein offenes System, das heißt, das Dämpfrohr, dort, wo die Dämpfung erzeugt wird, das hat eine Verbindung zum Außenwerk. Das Öl ist da jetzt nicht gekapselt. Das heißt, das Öl kann zwischen dieser Cartridge und dem Innen-Außenrohr sich frei bewegen. Hat den Vorteil, dass man keine Dichtstellen hat, dass man sehr wenig Reibung hat und dadurch auch ein einfacheres System ist. Vielleicht ein Nachteil von dem System ist, dass ich bei sehr hohen Geschwindigkeiten, sehr hohen Federgeschwindigkeiten, nicht Fahrzeuggeschwindigkeiten, die Dämpfkraft nicht so groß aufbauen kann oder nicht so stark aufbauen kann. Und zum Beispiel, wie es beim Motocrossen ist, dass ich da in eine verpatzte Landung reinspringe, das ist dann halt sehr schwer mit der Dämpfung abzufangen. Vom Aufbau, wenn man jetzt die Teile anschaut, ist das eigentlich von außen sehr ähnlich. Also man hat ein gekapseltes Dämpfungssystem, das mit ein paar Dichtungen versehen ist, um das Öl in dem Dämpfsystem drin zu behalten. Vom Grundaufbau sind die Teile sehr ähnlich. Vorteil davon ist, ich habe eine sehr konstante, sehr stabile Dämpfung. Das heißt, egal was vorher passiert ist, das ist immer sehr einschätzbar, das ist vorhersehbar. Nachteil ist eben davon, man hat mehr Dichtungen, man braucht engere Führungen, man hat ein bisschen mehr Reibung im System. Das heißt, so das Ansprechverhalten, dieses super fluffige, was ich zu Beginn vielleicht haben mache, das ist da kaum bis gar nicht zu realisieren. Big Piston bezeichnet ein Dämpfsystem, wo anstelle eines Dämpfrohrs die
Dämpfung direkt im Innenrohr erzeugt wird. Das heißt, ich habe kein zusätzliches Bauteil oder es ist kein zusätzliches Bauteil notwendig, wo mein Kolben drin läuft, sondern dazu wird direkt das Innenrohr genutzt und man benötigt dann eben einen großen Kolben, der so groß ist wie der Innendurchmesser vom Innenrohr. Von daher kommt die Bezeichnung Big Piston. Was durchaus vorteilhaft ist, dass der Kolben grundsätzlich groß ist. Das heißt, man hat sehr viel Öldurchfluss durch den Kolben, den man dann auch kontrollieren kann. Nachteil ist halt, man ist komplett abhängig von dem Innenrohr. Das heißt, alles was Bearbeitungstoleranzen zum Beispiel angeht, ist man von diesem einem Teil abhängig. Man kann nicht so wie sonst mit einer zweiten Cartridge oder mit einer Cartridge, die ich reinstecke, da gewisse Eingrenzungen durch die Teile selbst umgehen oder ausgleichen. Ist eher im Einsatz bei kostengünstigen Modellen. Funktionieren wieder für Fahrzeuge, die keine hohen Anforderungen ans Fahrwerk haben, sehr gut. Also das ist da durchaus legitim, das einzusetzen. Was für mich ein unglaublich angenehmes Gefühl ist, wenn dieser Anbremsen, Umlegen, Beschleunigen Vorgang harmonisch und geschmeidig funktioniert. Wenn das stets präzise, durchschaubar und einfach ist. Und da gibt's halt Leute, die sagen, das ist charakterlos. Also die attestieren Motorrädern Charisma, wenn die auskeilen oder wilde Sachen vollführen, und das brauche ich nicht. Das muss immer so sein, dass das, was in der nächsten Millisekunde passiert, das ist, was ich erwarten würde. Und gute elektronische Fahrwerkssysteme können das sogar, und andere elektronische Fahrwerkssysteme schaffen das nicht so gut. Die sind zwar auch technisch gut und machen einen guten Job, bieten vorne einen guten Grip und alles Paletti und hinten gute Traktion, aber da passiert etwas, was du so als erfahrener Fahrer nicht erwartet hättest, das schafft dann nicht dieses Vertrauen. Aber da ist, muss ich sagen, KTM, eben die letzte Ausbaustufe, der Super Duke GT, war eben genau dieser Schritt zum Vorgängermodell, das was gut war. Das ist auch für erfahrene Piloten, fühlt sich das vertraut und harmonisch an, hat aber genauso diese Funktion, dass die Druckstufen zugehen beim Anbremsen, aber das fühlt sich dann so an, als wäre es normal, du hast aber trotzdem mehr Federwegsreserven. Das ist das Erstaunliche. Also mir ist bei einer Gabel ganz wichtig, dass die so fein abgestimmt ist, dass ich keinen Losbrechmoment habe. Also beim ersten Anbremsen, dass nicht so ein Ruck in der Gabel ist, dass ich merke, oh, jetzt arbeitet es. Dass das so ein sanfter Übergang ist, von komplett ausgefedert zum Eindämpfen. Das ist mir ganz besonders wichtig, und ich habe leider auch schon selber Motorräder gehabt, beziehungsweise habe noch Motorräder, die das leider nicht so fein machen. Das ärgert mich immer ein bisschen. Aber wenn das wirklich schön abgestimmt ist, dass ich da de facto keinen Übergang von ausgefedert zu eingefedert spüre, das ist ganz herrlich. Also sehr oft hört man diese Aussagen, dass schnelle Fahrer eine möglichst harte Abstimmung haben, und für viele bedeutet das irgendwie so vom Kopfgefühl her, je straffer das ist, je unkomfortabler das da vorne ist und agiert, desto schneller bin ich und desto mehr Grip habe. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also es bringt nichts, eine zu harte Gabel zu haben, die jetzt Schläge sehr schlecht aufnimmt und vielleicht von der Kante oder vom Untergrund sogar weggestoßen wird, weil sie diesen Schlag nicht aufnehmen kann, weil damit verliere ich wieder Bodenkontakt, damit verliere ich Bodenhaftung. Das, was ich über die Druckstufe halt immer einen Kompromiss eingehe, ist zwischen Komfort, den ich auf der Straße habe oder mit dem Untergrund habe, und Feedback, was ich vom Untergrund bekomme. Je komfortabler meine Einstellung ist, desto weniger Feedback bekomme ich halt mit vom Untergrund. Hat mein Rad jetzt noch Grip? Wie ist der Gripzustand? Ist das jetzt eine raue Straße mit sehr viel Grip oder ist das eine sehr glatte Straße? Wenn am Lenker quasi wenig Information ankommt, dann kann ich das halt auch sehr schlecht einschätzen. Viele Leute kaufen Gebrauchtmotorräder und die wissen ja nicht mal, in welchem Stadium sich dieses Fahrwerk befindet. Das ist was denke ich, eine gute Strategie ist, einmal eine Ausgangsposition zu schaffen, von der man überhaupt weiß, was ist das eigentlich? Was ist da drinnen? Was ist da für ein Setup? Und das wirklich einmal aufschreiben.
Weil es bringt nichts zu sagen, das Fahrwerk funktioniert nicht, wenn man nicht weiß, was da eigentlich jetzt drinnen ist, welche Vorspannung habe ich, was habe ich da für Klicks. So, und dann, ohne hier groß Panik verbreiten, ist es möglicherweise bei einem Gebrauchtmotorradkauf schon mal eine gute Strategie, das einfach in einen Mittelwert hinzustellen bei den Dämpfungseinstellungen und die Fahrwerks, also die Federvorspannungen, das ist ja einfach nur Mathematik, so einzustellen, dass das von der Balance her einfach zum Gewicht passt. Und die Dinge muss man einfach getrennt voneinander betrachten. Zuerst einmal versuchen, das auf das Gewicht richtig einzustellen und dann versuchen, von einem Mittelwert ausgehend mal zu probieren. Aber das zu probieren erfordert, dass ich das mal aufschreibe, dass ich mal weiß, was da überhaupt passiert und was ist da überhaupt drinnen, was ist da jetzt für eine Einstellung überhaupt vorhanden. Die Klicks sind im Grunde so eine Rasterung, die ich bei den Einstellknöpfen habe und die es mir ermöglichen, gewisse Positionen immer wieder anzufahren. Das heißt, im Normalfall gibt es ein Handbuch vom Fahrzeug, wo drin steht, die Grundeinstellungen sind so und so viele Klicks offen. Klicks offen bedeutet, dadurch, dass ich ja irgendeinen Referenzpunkt brauche, von dem ich zu zählen anfange, ist es im Normalfall so, dass ich meine Klicks einmal oder meinen Einsteller komplett schließe und dann von dieser Position aus die Klicks zähle in Richtung öffnen. Also wenn ich mir, wie man es vorstellen kann, ist, wenn ich eine Wasserflasche zuschrauben würde, das ist die Richtung für Klicks geschlossen. Das mache ich so lange, bis ich einen Widerstand spüre, bis das System geschlossen ist. Und von dort aus zähle ich dann, wie viele Klickpositionen, wie viele Rastpositionen öffne ich dann das System dort. Na gut, also eine Gabel im Offroad-Bereich, die hat natürlich extreme Anforderungen. Also speziell auf Dauerhaltbarkeit sind natürlich die Komponenten getrimmt. Das heißt, ein geringes Gewicht bei langer Lebensdauer. Die Sprünge, was gemacht werden mit so einem Motorrad, muss natürlich das Material abkönnen, die Hauptkomponenten. Und das ist einmal eine große Anforderung natürlich, dass das Teil, diese Komponente sicher ist. Eine zweite Anforderung ist natürlich ganz klar die Performance. Das heißt, wir wollen natürlich immer die beste Performance von unseren Gabeln. Und da sind natürlich die Testfahrer ganz ein wichtiges Tool, sage ich mal, für uns Ingenieure, die uns halt dann die Aussagen geben, ja, hat es genug Komfort, ist es durchschlagssicher, spürt man irgendwas in der Mitte vom Hub beim Eintauchen. Und natürlich ist es auch immer ganz spannend, wie sich so eine Gabel und die Performance dann mitentwickelt mit einem neuen Fahrzeug zum Beispiel. Also das kann man schon, das wächst so richtig mit dem Fahrzeug. Und man merkt dann zum Ende vom Testing vom Fahrzeug ist auch dann meistens die Performance so gut, dass man kaum mehr was besser machen kann in dem Kreis der Testfahrer, die das dann für die Serie freigeben. Ja. Ja, also Offroad hat generell so 300 bis 310 mm Federweg an der Gabel. Entsprechend der Radhub hinten, also wir reden da von ungefähr 300 mm. Ein On-Road-Fahrzeug ja, hat circa die Hälfte, sagen wir mal 150 bis 200 mm Einfederweg. Jetzt bin ich mit Manfred da ich glaube, das ist die erste Rallye-Maschine. Du für unsere Quartettkartensammlung. Wie viel Federweg bieten diese Rallye-Maschinen, die ihr da habt? So hat man zur damaligen Zeit schon über 300 mm Federweg gehabt. Also Wahnsinn eigentlich. Mit den Topspeed, die gefahren sind in der Wüste, braucht man das natürlich, wenn man ein Schlagloch übersieht oder so. Aber ja, mit dieser Upside-Angabe hat man schon über 300 mm Federweg gehabt. Ist natürlich die Herausforderung, diese gewaltigen Federwege umzusetzen, trotzdem aber ein stabiles Fahrzeug zu haben. Das war die Herausforderung und wie ihr seht, 2001 hat damals ja diese große Siegesserie von KTM in der Dakar begonnen. Elektronische Dämpfungssysteme, Fahrwerkskomponenten lassen sich in grob einmal 2 Familien einteilen. In sogenannte semi-aktive Systeme, das heißt Systeme, die direkt auf die Dämpfung während des Bewegungsvorgangs Einfluss nehmen können, und in Systeme, die im Grunde einen Klickeinsteller nachbilden. Das heißt, da habe ich verschiedene Positionen, Dämpfungskurven, die ich anfahren kann, die ich einstellen kann.
und diese werden dann statisch angefahren und sind in der Einfederbewegung dann nicht veränderlich. Wo ist der Unterschied oder was ist der Mehrnutzen für den Fahrer draußen? Im Grunde ist es ein Komfortgewinn. Ich muss jetzt nicht aktiv hergehen und das Fahrwerk auf mich einstellen, sondern ich kann halt über das Dashboard, über einen Knopf recht einfach und recht schnell das Fahrwerk auf bestimmte Situationen einstellen. Habe ich zum Beispiel einen Sozius heute mit oder recht viel Gewicht hinten drauf gepackt, dann kann ich das über ein paar Klicks einstellen und das Fahrwerk stellt sich optimal auf diesen Beladungszustand zum Beispiel hin. Also nicht nur die Federvorspannung, sondern auch die Dämpfung wird optimal darauf angepasst. Die semi-aktiven Systeme gehen dann noch einen Schritt weiter. Das heißt, hier wird das Fahrwerk, wird die Dämpfung im Zuge der Einfederbewegung permanent verstellt und permanent auf den optimalen Dämpfzustand oder auf die optimale Dämpfkraft abgestimmt und angepasst. Also wir sehen hier die Gabel der KTM 1290 Super Duke GT und wie wir farblich schon an den Anschlüssen erkennen können, ist hier eine Funktionsauftrennung vorgenommen worden. Eine Seite beinhaltet den eben gezeigten Sensor und die klassische Stahlfeder und die andere Seite beinhaltet das Semi-Aktivventil, welches in der Closed Cartridge läuft. Genau, das ist jetzt das Semi-Aktivventil, wie es bei uns derzeit in Serie verwendet wird. Es ist sowohl für Druck- und Zugstufe gleichermaßen zuständig und wir sehen hier unten den Anschluss der Magnetspule und das Ganze läuft später in einer Closed Cartridge. Und man muss sich das so vorstellen, dass der Druck auf das eigentliche Dämpfungssetting, was man vielleicht hier erkennen kann, wenn ich hier ein bisschen mit dem Finger drauf drücke, also hier oben diese Einheit kann sich bewegen, da ist das eigentliche Dämpfungssetting verbaut und die Vorspannung auf dieses Setting wird über eine Druckvorkammer geregelt, welche über den Magnetspulenanker gesteuert wird. Also ich bin ein ganz großer Fan von großen Federwegen, weil du dann, also auf allen Motorrädern, auch natürlich auf den reinrassigen Sportmotorrädern, aber große Federwege ermöglichen einfach auch raue Straßen zu fahren und geben den Fahrwerkselementen viel Spielraum, hier dir Komfort zu spendieren. Und wenn man es jetzt schafft, diese großen Federwege mit einem geilen elektronischen Fahrwerk so zu machen, dass sie bei einer flotten Autobahnetappe trotzdem stabil bleiben, dann ist das eine richtig geile, sinnvolle Entwicklung. Dann habe ich auf der Schotterpiste oder im Kopfsteinpflaster super Fahrkomfort, habe aber trotzdem dank der blitzschnellen Justage bei schnellen Passagen auf langen Radien oder eben auf der berühmten 250 Autobahn mit Mutti und Sozius und allem drum und dran auch noch die Stabilität. Und das geht halt nur mit elektronischen Fahrwerken. Ja, das Thema Gabel hat sich auch in den letzten Jahren doch deutlich weiterentwickelt. Weiß nicht, wie Sie das jetzt, diese Upside-Down-Gabel aus meiner Sicht natürlich optisch echte Burner. Wie seht ihr das? Ist das die schönere Gabel oder waren die klassischen Federgabel, wie wir es früher gehabt haben, mit den lässigen Balken, Faltenbalken, waren das die schöneren Dinger? Oder ist es das egal? Putzt es da gerne ein bisschen unten drunter, philosophiert zu dem Thema mit uns und vielleicht laufen wir uns ja dann auch wieder mal über den Weg hier in der KTM Motorhall oder vermutlich eher in der Garage, wo ich mir gerne einen Kaffee in die Venen werfe. Aber auf alle Fälle laufen wir uns über den Weg bei der nächsten Folge von Motorradtechnik im Detail. Der Link zu den einzelnen Folgen unten in der Videobeschreibung.